Als synthetische Chemiker an der Fakultät für Chemie und chemische Biologie beschäftigen wir uns am Lehrstuhl für bioanorganische Chemie mit der Synthese von kleinen Nanoobjekten, die bestehen aus organischen Molekülen und Metallionen, die aneinander binden, die sich wie kleine Puzzle selber zusammensetzen in Lösungen und dann verschiedene Eigenschaften und Funktionen haben. So, this is a solution of methylene blue based dye, and this is the chemical structure of what we synthesized. How do we hold four of them together? Is through this palladium center. Yeah, one here and one here. Okay? So how do we get to our final structure? Well, at the end we will need 4 of this ligand plus 2 palladium center, and this will give our final structure. Da haben wir vor kurzem eine neue Klasse dieser Nanomoleküle hergestellt, die basieren auf traditionellen Farbstoffen, den sogenannten Steinkohlenteer-Farbstoffen, die große industrielle Bedeutung hier im Ruhrgebiet hatten. An Rhein, Ruhr und Wupper wurden die im 19. Jahrhundert, als die chemische Industrie in Deutschland ihren Anfang nahm, hergestellt, um damit Papier und andere Materialien zu färben. Und diese Farbstoffmoleküle sind eigentlich eher so platt, aber wir integrieren die jetzt in diese Nanometergrößen dreidimensionalen Objekte und können damit Biomoleküle untersuchen. Dabei mischen wir das. Diese Nanoverbindungen binden dann an diese Biomoleküle und die Biomoleküle übertragen eine bestimmte Eigenschaft auf die Nanomoleküle, und zwar die sogenannte Chiralität. Chiralität, das sieht man hier an diesen kleinen Molekülen, bedeutet, dass ein Objekt nicht mit seinem Spiegelbild zur Deckung gebracht werden kann. Und auch wenn die jetzt erstmal sehr ähnlich aussehen, wenn wir es versuchen würden, wenn wir sehen, die passen einfach nicht zusammen. Das ist so wie bei unseren Händen, die auch eigentlich sehr ähnlich aussehen, die aber nicht direkt zur Deckung zu bringen sind. Und das merken wir spätestens, wenn wir im Winter den falschen Handschuh versuchen auf die Hand zu ziehen. Genau das ist auch bei diesen Biomolekülen wie DNA und Proteinen zum Beispiel wichtig, weil das auch eine Rolle spielt bei der Interaktion mit Medikamenten. Auch da muss das richtige Spiegelbild sozusagen zueinander passen. Daher ist da großes Interesse, diese Eigenschaften zu untersuchen, und das können wir eben jetzt mit diesen farbigen Nanokäfigen machen. Wenn die binden, wird die chirale Information übertragen, sie verdrillen sich in die eine oder andere Richtung und dann scheinen wir Licht durch die Probe und das Licht wird dann auch in die eine oder andere Richtung verdreht und das kann man messen. Und das Messprinzip, das ist so ein bisschen wie im 3D-Kino. Da kennen Sie diese Brillen, die zunächst erstmal so aussehen, als ob beide Gläser gleich sind, aber hier drehen die das Licht fürs linke Auge andersrum als fürs rechte Auge. Der Kinoprojektor, der strahlt jetzt links und rechts drehende Bilder sozusagen aus, damit man links und rechts auf den Augen verschiedene Bilder wahrnimmt. Und das sehen wir an einer Brille nicht wirklich. Wenn wir jetzt eine zweite Brille nehmen, die einfach so voneinander legen, wird es ein bisschen dunkler, sieht aber trotzdem noch ziemlich genauso aus. Aber wenn ich jetzt die Brillen so zueinander verdrehe, dass linkes Auge auf rechtem liegt, dann wird es plötzlich dunkler, weil dann passt es nicht mehr zusammen. Ja, dann wird das Licht, was linksrum gedreht wird von der einen Brille, kann dann nicht mehr rechtsrum durch die andere und umgekehrt. Und so funktioniert das Messprinzip. Und damit erlaubt uns das jetzt, neue Sonden zu schaffen, verschiedenen Farben, ja, von Gelb über Rot bis Blau, um auch in komplexen Mischungen von Biomolekülen selektiv einzelne Spezies nachweisen zu können. Und das hat viel Potenzial, um in Zukunft in der Analytik, zum Beispiel in medizinischen Laboren, vielleicht Anwendung zu finden.